Dann wollte ich euch mal mitnehmen, was als nächstes abgeht. Ich habe ein spannendes Projekt. Spannend, manchmal auch, also mir bereitet es manchmal ein bisschen Angst, dass ich kacke, weil ich mal wieder was angenommen habe, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Ich war letztes Jahr noch, ein längerer Verlauf, war ich auf einer Messe, ein bisschen Akquise machen, neue Kunden gewinnen. Und war da auf so einer Regelarmaturenmesse, denn aus der Industrieregelarmaturenbranche komme ich, da habe ich gelernt. Und da weiß ich, dass im Innenleben sehr viel aus Edelstahl ist, auch mal ein bisschen exotische Materialien, schwer zerspannbar. Das macht mir halt richtig Spaß. So. Und naja, hat sich auch ein neuer Kunde daraus aufgetan. Passt. Aber wie das dann so ist, neuer Kunde kommt an einen kleinen Lieferanten, der sich für ihn beweisen muss. Heißt, du kriegst die Scheiße, die sonst keiner seiner Lieferanten machen will, die sonst immer viel zu teuer ist und zu lange Lieferzeiten hat. Und sollst das am besten in höherer Qualität, zu günstigeren Preisen, zu schnellerer Lieferzeit ballern. Das ist bei Neukundengewinnung halt manchmal so die Schwierigkeit und Herausforderung, aber auch mein Anspruch. Heißt, der Kunde hier hat jetzt zum Beispiel eigentlich auch relativ gut Zeit, aber ich habe einfach Bock, diese 3 Parameter immer zu erfüllen. Für einen Neukunden ist allerdings natürlich die Herausforderung, macht dann am meisten Spaß. So, und ich habe hier einen Einstich. So was habe ich halt noch nie gesehen. Wir haben hier eine Spindel, die aus 4404 Edelstahl gemacht wird. Relativ lang, 110 mm. Eine relativ lange Bohrung, die fast bis zum Ende geht und hier nur gelüftet. So, und dann kommt es dieser Schwalbenschwanz-Einstich hier. Und das auf der schrägen. Ja, hier ohne Schnitt. So, ne? Musste ich das, ohne Scheiß, also ich habe eine Minute gebraucht, bis ich die Zeichnung überhaupt kapiert habe. Weil weil ich es wahrscheinlich nicht wahrhaben wollte. So wäre ganz schön, ne? Einfach reinstechen, bisschen radial, fertig. Nee, ist halt so. Hier nochmal im Detail. Tja, scheiße, wie machst du das? Also, okay, das Reinstechen wird vielleicht noch gehen, aber jetzt auch noch hier auszudrehen. Ich werde das ohne Kamm versuchen zu lösen. Also erstens hatte ich keine Ahnung, mit welchen Werkzeugen ich das machen kann, habe aber schon mal so einen Schwalbenschwanz-Einstich in Edelstahl als Axialeinstich realisiert. So, da habe ich das dann mit Hornwerkzeugen gemacht, das heißt, ich steche axial rein und benutze so ein Horn Pico rechts, links und drehe das langsam aus. Ist in dem Fall natürlich dann auch von den Zyklen her und alles relativ leicht abzuarbeiten. Machst du einfach richtig Piano, ganz kleine Zustellung, ganz kleine Vorschübe und dann wird das schon. Ja, das Prinzip mit den Werkzeugen versuche ich jetzt hier drauf zu übertragen. Allerdings, ich habe einen feststehenden Revolver, keine B-Achse. Und naja, wie komme ich da hin? Ne? Also ich sag mal, meine Werkzeuge, die stehen gerade. Es gibt jetzt noch Stecher, da habe ich einen, die so im 45-Grad-Winkel stechen können. Nutzt mir aber nichts, sind keine 45 Grad. So, und dann, ja, dann hört's auf mit dem Plan. Und was ich jetzt mir gedacht habe, Moment, ich habe ein bisschen gegrübelt. Meistens blende ich das dann einfach aus, dass ich das eigentlich nicht kann auf meinen Maschinen. Und lasse dann meinen Kopf einfach mal abends beim Einschlafen nach einer Lösung suchen. Also die Grundidee bei mir war erstmal, dass ich eine Lösung dafür finden muss. Ich lasse die Werkzeuge, die Hornwerkzeuge, weil ich bereits weiß, dass es funktioniert. So, dann die Herausforderung, wie bringe ich sie in den Winkel? Und dazu hole ich jetzt noch einen Hornhalter. Habe ich hier so einen B? Ja, ist jetzt hier kein B105, aber ihr kennt es alle. Der ist jetzt hier einfach nur rund, sonst wäre hier jetzt noch eine Fläche. Aber das ist halt so ein Halter für so einen Pico. Ich weiß jetzt tatsächlich meine Ideenkette selber nicht mehr.
Allerdings habe ich im Internet dann gefunden, es gibt, komme ich nochmal auf meine ersten 2, 3 Ideen? Nee, die habe ich tatsächlich schon vergessen. Ich denke schon einen Monat nach. Aber ich weiß noch meine Idee, die mich jetzt zu meiner Lösung geführt hat. Und zwar habe ich gesehen, dass es VDI 30 Rohhalter gibt. Sprich, das sind dann einfach stumpf. Ich habe hier den VDI 30, die Aufnahme, und dann kommt einfach so ein riesen Rohklotz ohne Werkzeug drin, ohne alles. Kann man halt selber dann noch dran rumbearbeiten. Keine Kühlkanäle, nix. Ja, dann dachte ich, kaufe ich mir doch davon 3. Ich glaube, einer kostete 120 bis 180 Euro, bin ich mir jetzt nicht sicher. Da wäre ich dann im Grunde schon bei 0 hier rausgekommen, also bei fast 0 Marge durch den Einkauf. Weiß aber, dass ich die Artikel jetzt dann jedes Jahr bekomme. Naja, okay, geht, aber nicht geil, weil will Geld verdienen. So, und dann dachte ich, die waren auch mega klobig, sehr groß und schwer. Und jetzt dachte ich mir, nee, pass auf, ich habe doch meine kaputten Konvoluthalter hier. Wenn ich den jetzt hier so einspanne und den Halter doch so schräg hier reinbringen könnte, also genau den Gegenwinkel von dem das Teil hat, dann könnte ich jetzt dann so drehend und stechend bearbeiten. Ja, und jetzt dachte ich mir das so, jetzt habe ich meinem Fräser 3 dieser Halter mit der kleinsten mittleren Bohrung mitgegeben. Die haben auch nur eine Bohrung. Seine Aufgabe ist jetzt halt dann, hier die Bohrung zu setzen, genau mittig, dass der Halter hier auf jeden Fall auf eine Spannschraube trifft und ich diesen Kopf hier noch auf rechts und links drehen kann. Davon mache ich mir dann jetzt 3 Halter. Kann am Ende hier den Einstich mit, jetzt weiß ich nicht, ob genau der, aber halt hiermit erstmal reinstechen. Ich nehme mal einen größeren, damit es fürs Bild besser zu sehen ist, aber im Prinzip wird er sehr klein sein. Und jetzt dann, mal, dass man die Schneide sieht, das da rauszuholen, den Schwalbenschwanz hier im Grunde. So, und da ist auch dann direkt meine nächste Angst, ob ich, weil Hornhalter können für üblicherweise hier wenig überwinden. Ich habe hier 4,5, 5,5. So, das ist jetzt aber ein großer Halter. Ich habe hier 2,5er Breite, das heißt, ich komme hier maximal vielleicht, das ist schon zu groß, so, das ist nichts. Vielleicht so ein Teil. Ja, hier 2,4. Dann aber so 1,9. Kann sein, wie gesagt, ich kann es jetzt ausrechnen, was weiß ich, aber normalerweise mache ich das nicht und löse es dann einfach, während ich das programmiere und einrichte, und das funktioniert dann auch. Es kann sein, dass ich mir hier halt am Halter dann so ein bisschen was noch freischleifen muss. Nehme ich dem Halter natürlich Stabilität, aber bei den Zustellungen und alles, was ich vorhabe, egal. Ja, ich bin richtig gespannt, ob das funktioniert. Weiß ja auch noch die Scheiße hier, ich werde nah am Futter auch noch arbeiten müssen, weil es wird so eingespannt, sag ich mal, sein. Von hier aus komme ich mit der Arbeit. Ja, und irgendwo hier wird schon das Futter auch sein. Naja, mal sehen. Ich hoffe, dass ich damit nächste Woche anfangen kann und dass ich euch da dann beim kompletten Prozess mitnehmen kann. Das wird ein komplettes Durcheinander, ohne Plan, ohne Sinn und Verstand. Aber am Ende haben wir ein fertiges Produkt. Das kann ich meinen Kunden einfach mal versprechen. Das kriege ich hin.